Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du dir dieses Video anschaust, dann weißt du vermutlich schon, dass gestern am 27. Juni 2023 gegen 10 Uhr unserer Zeit der Closed Beta Test zu Terrace Land gestartet ist. Ich habe Zugang zum Beta Test erhalten und meinen Spielweg selbstverständlich protokolliert. Terrace Land startet wie jedes MMORPG mit der Charaktererstellung. Im Beta-Test hat man die Wahl zwischen den Klassen Krieger, Magier, Paladin, Priesterin, Jägerin und Barde. Aktuell gibt es einen Gender-Lock, ob das dauerhaft so bleiben wird, ist bisher nicht bekannt. Später wird die Klasse Schattenschwertkämpfer und eine weitere, noch nicht veröffentlichte Klasse zur Verfügung stehen. Neben dem fehlenden Geschlecht kann man auch die Rasse nicht frei wählen und ist an die Vorgaben von Tencent gebunden. Hat man sich für eine Klasse entschieden, kann man grobe Anpassungen wie Charaktergröße, Gewicht, Haarfarbe und Pupillenform vornehmen. Detailliertere Anpassungen sind allerdings, jedenfalls aktuell, nicht möglich. Etwas nervig ist bei der Bearbeitung der Kopfpartie, dass diese doch recht klein dargestellt ist, man dafür aber die massive Brust des Paladins ins Gesicht gedrückt bekommt. Hier hätte ich mir weitere Zoom-Möglichkeiten gewünscht. Hat man sein Charakteraussehen angepasst, geht es auch schon ins Tutorial. Nachdem man sich mit der Steuerung kurz vertraut gemacht hat, wird man in das Tap-Target-Kampfsystem eingeführt und lernt anhand eines schlachtzugartigen Bosses erste Mechaniken und wird recht früh vom Spiel darauf vorbereitet, unangenehmen Gegnerfähigkeiten auszuweichen. Während ich hier mit einer KI-Gruppe gegen einen riesigen Drachen kämpfe, lerne ich in verschiedenen Phasen, auf welche Gegner und Angriffe man sich besser fokussieren sollte. Kurz bevor meine Gruppe den Drachen besiegt, schleudert er einen riesigen Feuerball auf die Plattform, vor dem ich Jaya, eine Magierin, im letzten Moment selbst opfernd retten kann. Die Szene wechselt und ich werde in das Geschehen 3 Tage vor dem Kampf geworfen. Ein erster Hinweis darauf, dass wir dem Drachen irgendwann nochmal begegnen könnten. Gemeinsam retten wir einen Tauren namens Lorn und seine Begleiter vor einem Zentaurenangriff und werden anschließend in die Quest-Mechanik eingeführt. Dabei öffnet sich nicht einfach plump ein Fenster, sondern es soll der Eindruck vermittelt werden, man würde sich mit den NPCs tatsächlich unterhalten. Anschließend werden meine Begleiterin und ich auf einem Karren zum Dorf des Ancash Tribe gefahren. Nach einer kurzen Einführung zum Taurenstamm wird mir das Kampfsystem der Paladine genauer erklärt. Dabei baue ich mit meinem Standardangriff langsam eine Art Energie auf, die ich ab einem gewissen Punkt freisetzen und so mit anderen Fähigkeiten noch mehr Schaden machen kann. Kurz danach geht zum Stammesführer Satguna, der sich bei uns bedankt, dass wir Lorn gerettet haben. Er klärt uns außerdem über einen mächtigen Stein auf und erklärt mich zum Auserwählten. Leider wird das Gespräch durch einen Angriff von Gnollen auf das Dorf unterbrochen und wir müssen einige Übeltäter verkloppen. Ich erfahre, dass hinter dem Angriff die Zentauren stecken, die einige Dorfbewohner entführt haben und nun festhalten. Kurzerhand begeben sich meine Mitstreiter und ich auf eine Rettungsaktion, in der ich eine Art Vielsafttrank trinke, bei der mir plötzlich 2 weitere Beine wachsen und ich zu einem Zentaur werde. Meine 2 Freunde werden als Tarnung in Ketten gelegt. Es gibt zwar einige Patrouillen, trotzdem wundert sich keiner, dass ich zu 3 Käfigen renne und die Gefangenen einfach laufen lasse. Nachdem die Gefangenen in Sicherheit sind, fliegt unsere Tarnung auf und wir kämpfen gegen Khan, den Zentaurenanführer. In einem actiongeladenen Kampf werden mir weitere Mechaniken beigebracht und der Zentaur kriegt ordentlich was auf die 12. Zwischendurch werde ich immer wieder von einer Computerstimme zum Ausweichen aufgefordert. Das ist ein bisschen nervig, weil das einfach bei jedem Angriff passiert und nicht etwa dann, wenn ich in einem Feld oder gar der Sichtweite des Gegners stehe. Nachdem der Zentaurenboss besiegt ist, wächst ein riesiger schwebender Turm mit rotem Auge in der Gegend und wir kehren zu Satguna zurück. Nachdem wir ihm von dem Kampf mit Khan berichtet haben, bricht sein Sohn Moon zusammen. Wir erfahren, dass es dem Priester nicht gelungen ist, Moon zu retten und Satguna verschwunden sei.
Wir folgen seiner Spur in eine Spinnenhöhle und treffen auf einen wütenden Sadguna, der den Ankesh Tribe an die Spinnendame Dakoris verraten hat. Sie hatte ihm versprochen, Moon zu retten. Allerdings hat sie ihn dabei getäuscht und aus Moon nur billige Klone geschaffen. Sadguna ist gar nicht begeistert, wird aber kurzerhand von Dakoris getötet. They didn't even hesitate to get my son killed, so Lorne can be the next chieftain. Sadguna, my fellow apostle, faithful servant of His Majesty knows your loyalty. Moon will soon awaken. Father. No, not like this. Selbstverständlich rächen meine Freunde und ich Sadguna. Anschließend geht's auf dem eigenen Reittier zum Hafen, wo wir nach Silverlit geschickt werden, der Hauptstadt. The shadow over Ankash dissipates for the time being, and the deeds of the heroes are quietly spread across the continent. Dort begegnen wir dem Gnom Tyrion Lannister, ich meine Orren, und der Tochter des Königs Catherine, die uns zu ihrem Vater führt. Sie selbst erzählt uns übrigens, dass sie die Schwester des Königs sei und ihr Vater vor einem Jahr unerwartet gestorben wäre. Aufgeklärt wird das aber nicht. Im Thronsaal wird uns dann erläutert, dass der Ingenieur Sir Fabre, der aktuell eine Kriegsmaschine für den König baut, und der Kurator der Bibliothek verschwunden seien. Der König bittet uns, nach den beiden zu suchen. Dieser Bitte kommen wir selbstverständlich nach und begeben uns in die Bibliothek. Dort werden wir von Orrin verraten und angegriffen. Nachdem wir seine Schergen besiegt haben, werde ich draußen schmerzhaft daran erinnert, dass wir uns ja in Dalaran, ich meine in der fliegenden Stadt Silverlit, befinden. Anschließend werde ich in das Spezialisierungs- und Talentsystem eingeführt und begebe mich mit meinen Begleitern auf die Suche nach Orrin. Dieser beansprucht die Kriegsmaschine des Königs für sich und muss in einem mehrphasigen Kampf besiegt werden. Es gelingt ihm allerdings, kurz vor seinem Ableben die Maschine in Gang zu setzen. Ein riesiger Laserstrahl schießt in den Himmel und erweckt den Drachen, den wir bereits im Tutorial kennengelernt haben. Zurück in Silverlit erfahre ich von Lorne, dass Jaya schwer verletzt sei und ich mich in Geduld üben müsse. Und in Geduld üben müssen heißt hier, dass der Main-Story-Content des ersten Beta-Tages abgeschlossen ist und ich bis zum nächsten Tag warten muss. Ich bin jedenfalls gespannt, was dann auf mich wartet. Danke fürs Zusehen, tschüss und bis bald.